Mountainbike Downhill, eine Abfahrt, ein Startgate, oben fährt man raus. Und das Ziel ist es, so schnell wie möglich abzufahren und als erster unten über die Ziellinie zu fahren. Ohne Crash, ohne die Strecke zu verlassen und die technischen Hindernisse auf der Strecke zu meistern. Das können Steilwandkurven sein, das können Sprünge sein, das können Drops sein, Wurzelpassagen, Steinfelder, Highspeed-Passagen mit großen Sprüngen. Und wie kann man das erreichen? Das ist eine gute Frage. Am Rennwochenende oder beim Practice. Ich versuche immer gut zu denken und nicht negativ. Wenn etwas schief gelaufen ist, wenn du einen Crash hattest im Training oder wenn ich einen Crash hatte im Training, versuche ich es einfach so schnell wie möglich auszublenden. Vielleicht visualisieren, was passiert ist. Und wenn du weißt, was passiert ist und was du besser machen kannst, bei einem Fehler oder beim Sturz, ausblenden, dieser Sturz, und dann einfach daran denken, an alle Runs zuvor, wo es gut ging. Und nicht einfach an diesen Run zu denken, in dem es schlecht ging. Kommen viele Aspekte zusammen, sprich Selbstvertrauen, Vertrauen ins Material, Vertrauen in die Strecke, das, was du kannst. Ich denke, ich bin nicht 100% da. Ich glaube, es ist ein Prozess, um da wirklich hinaufzukommen, dass du oben stehst und weißt, egal was ich mache auf dem Bike, es wird funktionieren. Und nicht zögerisch sein auf dem Rad. Die Schwierigkeit ist dabei, dass am Start zum Beispiel jetzt beim Weltcup extrem viel abgeht oben. Also es sind über 100 Fahrer da meistens. Jeder probiert sich warm zu machen, jeder ist am Fokussieren. Diese Anspannung in sich selber reinzubringen, die positive Anspannung natürlich, und nochmal fokussieren, gut durchatmen und dann. Es sind viele Sachen, die zusammenkommen, warum das nicht funktioniert. Ich kann nicht sagen, es ist das oder das. Es muss einfach klicken und dann bin ich mir zu 100% sicher, dass es funktioniert, um ein gutes Resultat zu machen. Naja, für uns ist der Kopf wahrscheinlich das wichtigste Element, nachdem wir auf dem technischen Aspekt alles klar machen, brauchen wir unbedingt Klarheit im Kopf. Diese Klarheit ist oft von Emotionen beeinträchtigt oder Lebenssituationen. Und das Allerwichtigste ist für uns einfach, dass wir alles ausblenden können beim Fahren und dass wir nur darauf vertrauen, dass das, was wir sehen, auch möglich ist und machbar ist. Am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher auf dem Trackwalk, wie die Strecke sein wird, ob sie cool sein wird oder nicht so. Aber dann, wie sich im Training herausgestellt hat, macht es sehr viel Spaß und war sehr gut zu fahren. Am Trackwalk-Tag hat das Programm geändert für mich. Sprich, Training wurde verschoben. Am Morgen bin ich aufgestanden, nicht im Kopf zum Fahrradfahren. Hat sich aber herausgestellt, dass ich Fahrrad fahren werde.
Unsere Saison verläuft bis jetzt sehr gut, was dies anbelangt, da wir immer noch beide Fahrer haben. Das heißt, wir sind mental sicher sehr viel weitergekommen als am Anfang auch schon. Keine Verletzungen, sehr wenig technische Probleme. Und das, denke ich, hat alles damit zu tun, dass wir auch diese Klarheit und diese Entspanntheit langsam, aber sicher wirklich reinkriegen. Es hat ziemlich fest geregnet in der Nacht und dann dementsprechend hat sich die Strecke auch sehr verändert und wir hatten nur 1 Stunde Training. Da wurde leider das Rennen abgesagt, weil die Strecke nicht fahrbar war oder das Risiko zu hoch war. Also am Tag von der Absage hat es mich sehr genervt und sehr beeinträchtigt und meine ganze Laune hing davon ab, weil ich wollte eigentlich unbedingt Rennen fahren. Und ja, aber dann die Tage danach habe ich das vergessen und auch jetzt denke ich nicht darüber nach und das beeinträchtigt mich jetzt überhaupt gar nicht. Aber ich denke, es ist sicher gut, mal so etwas erlebt zu haben. Ja, letztes Rennen in Europa, Saison ging nicht so wie erhofft, aber was geschehen ist, ist geschehen. Man lernt daraus, geht weiter, wie es ist. Freue mich, mache keinen Druck auf mich selber, nicht irgendwie nervös oder so. Ich probiere das Gleiche wie jedes Mal, sich qualifizieren und alles andere ist in dem Sinn egal. Es ist vor allem sehr wichtig, dass ich für mich selber verstehe, dass ich in der Vergangenheit nichts ändern kann, dass ich die Zukunft noch nicht gesehen habe und dass ich einfach diesen Fokus mit mir selber oder auf das, was ich mache, eben hier und jetzt passiert. Nach meinem 4. Platz in der Quali hofften eigentlich alle aus dem Team, insbesondere mir, dass es heute für ein Podium reicht. Ça tombe vite les chiffres et malheureusement il sera tout juste just outside the top 60. 7 und 6 Siegeplätze für Lino Lehmann. Ich denke, mental bin ich sehr stark. Ich bin eigentlich an einem Punkt, wo ich mich stark und fit und gut fühle. Es gibt da noch ein paar Sachen, die noch nicht so ganz eins sind. Das Puzzle ist noch nicht so in gewissen Orten zusammen. Ist interne Sachen und auch Sachen von mir und ja. Aber ich denke, wir werden dahin kommen und ja, sollte gut sein. Und jetzt denke ich, kann ich mit einer sehr guten Mentalität weitergehen in jetzt die Pause und dann für die letzten 2 Rennen in Amerika kann ich wieder angreifen. Und ich denke, ich bin auf einem sehr guten mentalen Stand jetzt nach diesem Rennen, weil ich gesehen habe, dass ich schnell fahren kann.